In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Central Station 3 mit einem Notebook verbinden und Ihre Anlage danach über einen Webbrowser steuern können. Zum Beispiel mit den Funktionen der Lokomotiven, aber auch mit einem Blick auf das Gleisbild. Auch auf einem Tablet oder Smartphone. Dazu müssen Sie Ihre Central Station mit einem Router verbinden. Sie brauchen dazu kein Internet. Die Central Station baut ein internes Netzwerk zwischen Ihrer Modellbahnanlage und dem Computer oder Tablet auf. Sie können quasi jeden noch so einfachen WLAN-Router verwenden, den Sie mit einem Netzwerkkabel mit der Central Station 3 verbinden. Schalten Sie zuerst den Router und dann die CS3 ein. Sobald die Lämpchen leuchten, ist Ihre Central Station korrekt verbunden. Im Systemmenü der Central Station können Sie im Punkt IP sehen, welche IP-Adresse der Router der CS3 automatisch vergeben hat. Unter dieser Adresse, in diesem Beispiel 192.168.1 und die 103, ist die CS3 nun über einen Webbrowser erreichbar. Sie müssen die Adresse also nur auf einem Notebook in einem Webbrowser statt einer www-Adresse eingeben. Dann öffnet sich die Märklin CS3 Web-Oberfläche. Das geht genauso auch auf einem iPad, Android-Tablet oder Smartphone. Über den Browser können Sie die Anlage auch steuern. Alle Lokomotiven, Magnetartikel und das Gleisbild werden geladen und funktionieren im Browser ähnlich wie über den Touchscreen der CS3. Das ist vor allem praktisch, wenn Sie Ihre Anlage von verschiedenen Orten aus steuern wollen oder mehrere Modellbahnfreunde auf derselben Anlage mitfahren. Sie können über die CS3 Web-Oberfläche aber auch noch Logbilder hochladen. Von Ihrem Computer aus können Sie die Bilder direkt in das Fenster ziehen. Im Systemmenü haben Sie die Übersicht über den Status und die Hintergrundprozesse und Sie können auch das Bild einer Webcam aufrufen. Und wie Sie damit versteckte und unsichtbare Bereiche Ihrer Anlage mit einer Kamera überwachen, das zeigen wir Ihnen im nächsten Erklärvideo.